Ich hatte einen Gleitschirmabsturz im Juli 2020. Für mich ist der Moment, als ich aufgewacht bin und gewusst habe, was die Diagnose ist, dass ich eine Paraplegie habe, ist für mich so wieder der Gedanke gekommen, was kann ich noch machen mit dem. Und dann ist das so wie klar geworden für mich. Ich kann noch sehr viel machen und an dem habe ich mich gehalten. Die körperlichen Herausforderungen sind vor allem das neue Kennenlernen vom Körper, also der Umgang mit den unterschiedlichen Gleichgewichtssituationen oder eben Ungleichgewicht. Und die Balance vor allem. Wir haben auch vielmals Schmerzempfinden, wo nicht ganz eindeutig ist, woher oder was es auslöst. Und das finde ich die grösste Herausforderung, also der Umgang mit Schmerz. Und das hat dann auch Einfluss auf die Emotionen, dass man zum Teil halt gereizt ist oder nicht ganz so sich mit dem Umfeld auseinandersetzen kann, wie man das sonst machen würde, wenn man schmerzfrei wäre. Ich habe eher Respekt vor Situationen, wenn ich im Alltag bin. Ich bin jetzt in der ersten Reha, wenn ich dann heimgehe, wo ich dann merke, oh, dort hat es einen Bordstein, wo ich nicht so leicht drüber komme. Oder die Wege sind unglaublich schwierig zu gehen, die ich im Alltag bewältigen muss. Hier ist alles rollstuhlgängig, die Türen gehen alle automatisch auf. Man ist quasi unter anderen Menschen, die auch im Rollstuhl sitzen, zum großen Teil. Deshalb ist das auch sehr viel Normalität, die Leute hier empfinden. Aber letztendlich muss man versuchen, so ein bisschen den Alltag abzubilden. Wir gehen eigentlich in die Richtung und fragen, okay, wo sind die Interessen? Was sind die beruflichen Ziele vielleicht auch? Wie sieht es mit Bewegung überhaupt aus? Manche Menschen haben ja auch gar keinen Zugang zu Sport oder zu Bewegung. Und dann geht man vielleicht auch ein Stück weit in den Freizeitbereich und versucht zu fragen, hey, auf was haben Sie denn Lust? Möchten Sie vielleicht mit Ihrer Familie Fahrrad fahren können? Wie sieht es mit einer Mannschaftssportart aus? Und da versuchen wir dann die Leute abzuholen und das dann auch zu integrieren in die Reha. Und das sind dann vielleicht so die langfristigen Ziele, dass wir sagen, Sport ist manchmal zu abstrakt, aber Bewegung ist oftmals der richtige Begriff und auch Partizipation. Das ist für mich immer mit dem Umfeld zusammen probieren, in Interaktion zu sein, in Bewegung zu sein. Das war vor dem Unfall schon so. Und ich merke, das ist jetzt nicht viel anders. Also es gibt immer Berührungspunkte mit anderen Leuten und es löst Emotionen aus und es ist in Bewegung und das ist das, was mich lebendig halten lässt. Ich würde jetzt nicht von hoffnungslosen Momenten reden, nein. Also für mich ist eher so ein bisschen Müdigkeit, die man zusetzt oder eben halt, wo ich gemerkt habe, es gibt Sachen, die sich nicht so einfach erarbeiten lassen, wo man sehr gut mit Kommunikation probieren, Lösungen suchen. Das ist eher anstrengend, aber nicht hoffnungslos. Die Reha, das ist ja wie eine Wellenbewegung und ich glaube, die Psyche der Menschen und unsere Psyche, das ist ja auch eine Wellenbewegung. Mal geht es so ein bisschen aufwärts, mal geht es abwärts und wenn die Welle mal nach unten geht, dann muss man das ein Stück weit auch auffangen. Und wir versuchen eigentlich dann darauf hinzuweisen, was schon erreicht wurde. Für mich ist es immer wieder beeindruckend, wenn die Leute Fortschritte machen, wenn sie ihren Alltag meistern. Und wenn vielleicht der Rollstuhl, der am Anfang so eine Art Stigma vielleicht auch sein kann für eine Behinderung, man sieht einfach auch, dass man eingeschränkt ist, wenn dieser Rollstuhl irgendwann akzeptiert wird als Hilfsmittel, wie bei uns vielleicht eine Brille. Oder wenn der Rollstuhl in einem sehr, sehr günstigen Fall auch vielleicht als Sportgerät gesehen wird, dann ist das für mich eigentlich immer eine sehr, sehr positive Entwicklung. Für mich ist es mehr das Integrieren von der Situation, also eben indem, dass ich mit meinem Körper mich auseinandergesetzt habe, mit verschiedenen Angeboten vom Haus. Das ist eben auch Sport, es ist Spielen, es ist mit anderen, auch mit Mitpatienten am Haus kommunizieren, dass man einfach wie von dem auch profitieren kann, was andere für Erfahrungen gemacht haben und gegenseitig sich so ein bisschen unterstützen kann. Und natürlich ein unglaubliches Umfeld, wo ich weiss, wo mir auch beisteht, wo ich darauf zählen kann, wo mitträgt. Ich habe vor meinem Unfall gekündigt und in den Ferien hatte ich dann den Unfall und habe mit 2 neuen Stellen angefangen. Also ich werde
schon anfangen zu arbeiten an der Stelle, die ich noch nie geschafft habe, in einem neuen Team als Heilpädagogin. Ich freue mich darauf. Das Team ist sehr offen und heisst mich sehr willkommen. Ich habe mir auch überlegt, wie wäre es, wenn ich jetzt an einen alten Arbeitsort zurück müsste. Die Leute kennen mich, wie ich geschafft habe vorher und ich auch und in den Räumen, wie ich mich bewegt habe vorher. Und ich glaube, darum ist es für mich wie einfacher, an einem neuen Ort anfangen, der rollstuhlgängig ist, wo ich weiss, da habe ich jetzt auch eine gute Voraussetzung. Und hat aber niemand so die Erwartung, wie ich auch nicht so funktionieren konnte, wie ich es vorher konnte. Und das erleichtert mich schon ein bisschen. Bei der Mirjam hat mich beeindruckt, dass sie mit sehr viel Humor an viele Sachen herangegangen ist, sehr unkompliziert, sehr offen war auch für viele Therapien und das einfach auch alles ausprobiert hat und auch gesehen hat, dass sie Fortschritte macht bei verschiedenen Therapien. Und ich glaube, es hat ihr auch Spaß gemacht. Ich glaube, das ist auch eine Dimension, dieser Spaß, den darf man nicht unterschätzen, der muss auch sein in diesem therapeutischen Setting, dass die Leute auch merken, Mensch, ich kann auch Spaß mit meinem Hilfsmittel haben, egal ob das Unterarm-Gehstützen sind oder ob es ein Rollstuhl ist. Und da hat mich Mirjam eigentlich sehr beeindruckt, dass sie schnell diesen Zugang auch hatte und gemerkt hat, es tut mir gut, es macht mir Spaß, ich kann mich darüber auch ein Stück weit selber definieren, ne, und viel positive Kraft aus diesen unterschiedlichen Therapien ziehen. Und da hat mich Mirjam wirklich beeindruckt. Und für mich auch sehr schön, weil ich, denke ich, ein humorvoller Mensch bin, dass ich mit ihr halt auch sehr viel Spaß haben konnte und das war eine ganz schöne Wechselwirkung. Mein Sporttherapeut hat mich unterstützt, indem er auch mit viel Humor an das Ganze angegangen ist, dass er jeden Menschen so genommen hat, also wirklich so unterstützt hat, wie er Unterstützung gebraucht hat. Also nicht jetzt viel, aber doch ein bisschen. Und aber auch sehr viel Vertrauen und Zutrauen geschenkt hat, dass man etwas mag oder kann leisten. Ja, auch die Hindernisse, die man im Alltag vielleicht antrifft oder könnte antreffen, so inszeniert, dass wir gut üben können an fast realistischen Situationen, dass wir das Vertrauen gewinnen können, dass im Alltag gewisse Hindernisse gut alleine überwunden werden können. Und das ist eigentlich der Weg in die Selbstständigkeit, der für uns alle der wichtigste ist. Ja. Also wir haben jetzt keinen Blog, wo wir alles aufschreiben, aber bedingt durch die Gespräche ergeben sich unheimlich viele Ziele. Und das können dann Stundenziele sein, dass wir sagen, Mensch, heute wollen wir aber mal so diese 6 cm Stufe schaffen. Und im Alltag wäre das vielleicht der Eingang des Hauses, das kann dann ein Stundenziel sein, es können Wochen-, Monats- oder sogar Halbjahresziele sozusagen sein und das ergibt sich oftmals im Gespräch. Also wir versuchen eigentlich immer auch den Alltag mit zu berücksichtigen und das Umfeld der Patienten und daraus dann auch die Ziele abzuleiten. Und dann die großen Ziele versuchen wir auch so ein bisschen zu intergliedern und vielleicht auch Meilensteine zu setzen. Es sind einfach andere Ziele. Aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt einen Unterschied von gross oder klein. Weil der Fokus ist vorher vielleicht auf Weltreise gerichtet gewesen. Und jetzt ist der Fokus halt darauf gerichtet, wie komme ich mit meinem neuen Auto von A nach B in der Schweiz. Also das ist aber auch schon recht cool, also wenn man das dann kann. Klar, man kann sich über Ziele unheimlich viele Gedanken machen und planen, aber letztendlich muss man irgendwann den ersten Schritt machen oder den ersten Armzug im Sinne eines Rollstuhlfahrers vielleicht und einfach mal anfangen, auch wenn das Ziel vielleicht noch gar nicht so definiert ist. Und ich glaube, das ist wichtig, sich dann auch in die Situation zu begeben und einfach mal versuchen, was zu machen. Und dann merkt man, jawohl, es bewegt sich in die richtige Richtung. Und da kann man sich sicherlich auch an vielen Patienten auch ein Beispiel nehmen. Ja. Die Hoffnung ist immer daran geknüpft, dass etwas weitergeht, dass es besser wird, dass man etwas dazulernen kann. Und das zusammen kombiniert mit Freude oder mit Spass mit anderen Leuten zusammen, das ist so wie das Beste, was passieren kann eigentlich. Ja. Und so integriert man dann halt auch die neue Situation viel leichter. Ich arbeite jetzt schon relativ lange in dem Bereich, aber es ist immer wieder was Besonderes, wenn die Leute dann jubelnd in die Sporttherapie kommen und sagen, Mensch, Carsten, ich habe bei den Kollegen endlich diese Stufe geschafft, ich kann jetzt 10 cm rauf und runter fahren. Das heißt, ich kann auch zu Hause diese Stufen befahren und das ist auch für uns immer wieder ein Erfolgserlebnis und wir freuen uns natürlich auch mit.
Ich würde sagen, ich war im vorigen Leben eher flüchtig in vielen Sachen, weil alles so ring und schnell gemacht werden. Und die Chance ist jetzt durch das, dass ich alles eigentlich wie neu nochmal haben müssen, wie nicht alles, aber vieles neu dürfen erarbeiten, mache ich viele Sachen sehr viel achtsamer, also langsamer. Ich muss wie jede Bewegung fast ein bisschen überlegen, wie viel Energie gebe ich rein und wie mache ich sie. Und auch in den Begegnungen ist das etwas das Gleiche. Also welche Menschen suche ich mir aus, weil einfach die Energie und die Zeit ein bisschen weniger vorhanden ist als vorher. Und das gibt durch das wie ein bisschen eine Vertiefung und eine Bereicherung für das gesamte Gefühl, fürs Leben.